Ja, vielen Dank und hallo an alle. Es freut mich sehr, heute hier zu sein. Hört man mich richtig? Ne? Ja. Und ich freue mich auch, dass ich nicht alleine gekommen bin. Wir sind jetzt von unserem Verein aus der Schweiz, sind wir miteinander, also mehrere hier. Und genau, also das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist. Ich war ja auch letztes Jahr schon hier und glücklicherweise auch da, nicht allein. Und das ist auch der Hauptgrund, meine Hauptmotivation, zum WW-Doga zu kommen, weil wir hier zusammen sind mit diesem Anliegen, uns für körperliche Selbstbestimmung einzusetzen. Und weil wir hier so ein Umfeld erleben können, in dem es einfach normal ist, dass wir einander diese Rechte zugestehen auf den eigenen Körper, wo es auch klar ist, das Unrecht kann benannt werden und es kann darüber gesprochen werden, was es für Folgen hat. Und das ist das, was mich hier auch, was ich das Wichtigste finde, dass wir uns diesen Raum behalten, ja. Also wir sind jetzt hier auf der Straße, wir sind hier auf diesem Platz und klar, es geht auch darum, andere darauf aufmerksam zu machen, dass es wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen und darüber aufzuklären. Viel wichtiger ist, dass wir, besonders als Betroffene, die Möglichkeit haben, für uns selbst uns diese Rechte zuzugestehen und anzuerkennen, wo wir Unrecht erlebt haben. Und dass wir einfach auch da dranbleiben können, unabhängig davon, wie viele Menschen wir erreichen, wie viel Veränderung wir bewirken können. Und ich meine, das ist auch eine Verantwortung, die wir damit übernehmen, die von uns gar nicht erwartet werden kann. Es ist schon genug verlangt, mit dem Problem klarzukommen. Und wenn wir jetzt auch noch nach draußen gehen und darüber sprechen, dann ist das eine zusätzliche Aufgabe, die wir nicht machen müssten. Und ich finde, es ist wichtig, sich bewusst zu bleiben, allein schon die Tatsache, dass wir darüber sprechen. Und ich habe mir alle möglichen Dinge aufgeschrieben, die ich vielleicht noch sagen könnte. Aber es wurde ja auch schon sehr vieles gesagt. Und deswegen möchte ich mich auch auf diese eine Kernaussage beschränken. All diese Dinge, die man dazu sagen kann, all diese Dinge, die dazu diskutiert werden können, das ist wichtig, dass diese Diskussionen geführt werden. Es ist etwas Zusätzliches, weil die Grundlage ist einfach, dass wir im Einzelnen dieses Bewusstsein uns erarbeiten und darüber uns klar sein können, was das für uns persönlich, also für mich persönlich, was das für mich bedeutet, was das für jede einzelne Person bedeutet. Und dass wir eine klare Haltung dazu einnehmen können und einander, so gut es geht, darin bestärken, um langfristig auch eine Veränderung bewirken zu können. Und diese Veränderung bewirken zu können, das ist auch nicht einfach, das ist nicht unsere Verantwortung. Es gibt Verantwortlichkeiten dazu, gesellschaftlich. Also es geht um Grundrechte und es geht um den Körper. Und da haben wir sind ich komme aus der Schweiz, wir sind hier in Deutschland, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben Gesundheitsinstitutionen. Und es ist deren Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir das Thema ansprechen, wenn wir nach draußen gehen, wenn wir das Unrecht benennen, dann ist es ihre Rolle, das ernst zu nehmen, aufzunehmen und eine Veränderung herbeizuführen. Und es wird sehr oft, bei diesem Thema wird über religiöse Minderheiten gesprochen. Und diese Auseinandersetzung mit religiösen Minderheiten und Traditionen und so weiter, das ist etwas, da wird es schnell komplex, weil da spielen verschiedene Diskriminierungsformen rein.
Und diese beeinflussen uns alle. Also wir leben in einer Gesellschaft mit Ungleichheiten. Ob es Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sind oder eben zwischen verschiedenen Minderheiten in der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist etwas, was manchmal kompliziert ist, und es ist auch so, also ich habe das auch bei mir gemerkt, ich habe auch Vorurteile verinnerlicht und musste das auch mich damit auseinandersetzen, und das ist etwas, was Energie und Kraft braucht, und manchmal ist es schwierig, das einzusehen, ja, ich habe da vielleicht ich hatte da ein Vorurteil und so weiter. Und es ist auch wichtig, dass wir das tun. Vor allem, wenn wir eine Veränderung bewirken wollen. Aber wenn es einfach darum geht, über unsere eigenen Erfahrungen zu sprechen oder einander zuzuhören, das kann uns nicht abgesprochen werden. Das ist etwas, das muss immer möglich sein. Und das ist das, was wir hier uns einander geben können, die Möglichkeit, einfach diesen Raum zu haben, wo wir über unsere Erfahrungen sprechen können, wo wir benennen können, wenn uns Unrecht widerfahren ist, und wo wir die Rechte einander gegenseitig zugestehen und anerkennen können. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass ihr hier seid, und es ist für mich auch super so, auch wenn jetzt nicht dieser ganze Platz voll mit Menschen ist, die sich hier jetzt diesem Thema widmen, sondern wenn wir immer noch eine kleine Runde sind, und natürlich auch die Menschen, die online zuschauen, weil für mich ist das ich spüre das, dass ich hab hier einen Raum, ich kann hier so sein, wie ich bin, und diese Erfahrungen, die haben hier Platz. Und das ist das, was ich auch allen, die diese Auseinandersetzung führen und denken, ja, wie lange dauert das noch, bis sich da was verändert? Ich möchte das auch einfach, dass wir uns nochmal daran erinnern, indem wir hier uns einfach damit auseinandersetzen, miteinander diese Fragen, dieses Problem und mögliche Perspektiven besprechen, tun wir schon das Allerwichtigste. Ja, in dem Sinne vielen Dank, dass ihr alle dabei seid, und ich wünsche uns noch einen schönen Wewe Doga.